Hi, ich bin David und leite den Delivery-Bereich bei der Alice Bob Company. Bei der Speicherung und Verarbeitung von Daten, insbesondere von personenbezogenen Daten in der Cloud, ist die Datenschutzgrundverordnung immer Bestandteil. Durch das sogenannte Schrems II-Urteil des Europäischen Gerichtshofs aus dem Juli 2020 hat dieses Thema für viele Unternehmen deutlich an Relevanz gewonnen. Wir bekommen mehr Anfragen zu diesem Thema und gemeinsam mit Kunden untersuchen wir Verfahren, Prozesse und Workloads in der Cloud unter den DSGVO-Aspekten und erarbeiten passende Lösungen. Bekanntermaßen ist das Thema Security für AWS Job Zero. So gibt es mittlerweile mehr als 50 AWS-Services mit einem direkten Security-Bezug. Mein Kollege Mike stellt euch jetzt unseren S3 Asset Server vor. Vielen Dank, David. Mein Name ist Mike Kreuer. Ich bin Software Solution Architect bei der Alice Bob Company. Ursprünglich komme ich aus dem Payment-Sektor und habe mehr als 10 Jahre Erfahrung im Betrieb und in der Entwicklung von Payment Gateways. Ich war hauptverantwortlich für die Durchführung von PCI-DSS-Audits mit dem Fokus auf Key-Management und Verschlüsselung von vertraulichen Daten. Im Jahr 2018 habe ich eine Payment-Plattform zu 100% in der AWS Cloud aufgebaut und erfolgreich PCI-DSS zertifizieren lassen. Dabei haben wir viele AWS Security Services eingesetzt, unter anderem auch den AWS Key Management Service AWS KMS. Mein Fokus bei der Alice Bob Company liegt auf dem Schwerpunkt GDPR und die technische Umsetzung in der Cloud. In diesem Video möchte ich über die GDPR-konforme Nutzung von AWS S3 und CloudFront sprechen. Ein fundamentaler Bestandteil der technischen Anforderungen der GDPR ist der Schutz von personenbezogenen Daten. Dieser Schutz lässt sich zum Beispiel gewährleisten, wenn personenbezogene Daten konsequent verschlüsselt werden. Dies betrifft gespeicherte Daten sowie auch Daten bei der Übertragung. Einer der wichtigsten AWS-Services, der uns hilft, Daten in der Cloud zu verschlüsseln, ist KMS. Viele der AWS-Services bieten die Verschlüsselung mit KMS an. Dabei hat man die Möglichkeit, den von AWS verwalteten KMS-Schlüssel für den Service zu nutzen oder einen kundenverwalteten CMK zu erstellen und diesen zur Verschlüsselung zu verwenden. Um den Anforderungen der GDPR gerecht zu werden, sollten ausschließlich KMS-CMKs zum Schutz von personenbezogenen Daten eingesetzt werden. Im Gegensatz zu den AWS-verwalteten Schlüsseln bieten CMKs die Möglichkeit, Kontrolle über die Verwendung des Schlüssels auszuüben. Zugriffe auf Schlüssel werden protokolliert und sind damit auditierbar. Ein weit verbreitet genutzter Service ist der Objektspeicher S3. S3 bietet viele verschiedene Möglichkeiten, gespeicherte Daten zu verschlüsseln. Die AWS-Standardverschlüsselung SSE S3 lässt sich transparent auf Buckets anwenden. Beispielsweise kann CloudFront mit AWS-verwalteten Schlüsseln verschlüsselte Objekte ausliefern. Bei der Nutzung von kundenverwalteten Schlüsseln, also AWS KMS CMKs, funktioniert das nicht. Um S3-Objekte über CloudFront ausliefern zu können, wird eine Lambda-Edge-Funktion benötigt. Requests über CloudFront auf S3-Objekte eines Buckets werden mit SIGFOR4 signiert und gewähren damit Zugriff auf das verschlüsselte S3-Objekt. Zu beachten ist, dass die Lambda-Edge-Funktion standardmäßig Zugriff auf alle S3-Objekte gewährt. Der Bucket verhält sich jetzt wie ein öffentlicher Bucket. Kennt man die URL für ein S3-Objekt, so lässt sich direkt darauf zugreifen. Um den direkten Zugriff zu verhindern, ist es wichtig, CloudFront so zu konfigurieren, dass nur signierte URLs oder Cookies erlaubt sind. In der AWS CloudFront-Konsole wählt man die Distribution entsprechend aus. Nun geht man auf den Tab Behaviors. In unserem Fall ist ein Default Behavior erstellt worden. Dieses wählt man aus und klickt auf Edit. Unten in den Einstellungen stellt man die Konfiguration Restrict Viewer Access auf Yes. Jetzt akzeptiert CloudFront nur noch signierte URLs für das Default Behavior. Der öffentliche Zugriff auf S3-Objekte ist jetzt nicht mehr möglich. Damit diese Einstellung übernommen werden kann, muss eine Trusted Key Group hinzugefügt werden. Für alle Private Keys, die zum Signieren von URLs verwendet werden, muss der entsprechende Public Key in der Trusted Key Group hinterlegt sein. Diese Key Group wird dann hinzugefügt und CloudFront kann die signierten Requests verifizieren. Der gesamte Prozess des Erstellens des Private Keys sowie auch die Verteilung des Public Keys in CloudFront ist relativ aufwendig. Hinzu kommt, dass der Kunde Verantwortung für die Aufbewahrung des Private Keys hat. Ist diese in Konfigurationsdateien gespeichert, kann dies ein Sicherheitsrisiko sein. Es ist zudem empfohlen, den Private Key regelmäßig zu rotieren. Das erfordert zusätzlich die Rotation der Public Keys in den CloudFront-Distributionen. Muss sichergestellt sein, dass URLs, die mit dem alten Private Key signiert wurden, weiterhin ausgeliefert werden können. Zusätzlich müssen signierte URLs mit dem neu erstellten Private Key ebenfalls funktionieren. Nur der älteste Public Key darf gelöscht werden.
Der zuletzt aktive Public Key bleibt in der Rotation noch bestehen und der neue Public Key wird hinzugefügt. Die Alice & Bob Company hat einen Service entwickelt, der sämtliche Schritte zur Verwendung von verschlüsselten S3-Buckets mit CloudFront vollständig automatisiert. Der aktive Private Key wird automatisch erstellt und wird mit AWS Secrets Manager sicher mit einem KMS-7Key verschlüsselt gespeichert. Eine Lambda-Funktion in Kombination mit der automatischen Secret Rotation des Secret Managers übernimmt die Verwaltung und die Verteilung der Public Keys in den CloudFront-Distributionen. Trusted Key Groups werden automatisch angelegt, Public Keys werden in den Trusted Key Groups rotiert, alle zu verwalteten CloudFront-Distributionen werden überwacht und mit Restrict Viewer Access und den entsprechenden Trusted Key Groups konfiguriert. Applikationen, die den Private Key zur Signierung von URLs benötigen, können den Private Key über den AWS Secrets Manager anfordern. Hierzu nutzt man das AWS SDK und erstellt einen Client für den Secrets Manager. Im nächsten Schritt ruft man das erstellte Secret ab und erhält den aktiven Private Key. Der Private Key wird nun genutzt, um ein Signer-Objekt zu instanzieren. Mit dem Signer signieren wir nun die gewünschte URL des S3-Objekts und geben eine Expiry für die Gültigkeitsdauer an. Die signierte URL funktioniert und das S3-Objekt konnte heruntergeladen werden. Alternativ kann eine URL über den Signing Microservice signiert werden. Der Microservice besteht aus einer Lambda-Funktion, die Zugriff auf den Secrets Manager gespeicherten Private Key hat. So kann vermieden werden, dass externe Zugriffe auf den Private Key notwendig sind. Die Lambda-Funktion fordert den aktiven Private Key an und signiert die gewünschte URL für den Zugriff auf das S3-Objekt. Als Rückgabe erhält man nun die signierte CloudFront-URL. Um den Service zu nutzen, müssen wir zuerst einen AWS Lambda Client erstellen. Mit dem Client rufen wir dann die Lambda-Funktion auf und übergeben als Payload die nötigen Parameter. Dazu gehört der Key des S3-Objekts, die Domain der CloudFront-Distribution und ein Timeout für die Gültigkeitsdauer der URL. Die Response erhält dann unter dem Key Signed URL die signierte URL zum S3-Objekt. Der Download des S3-Objekts hat geklappt. Jetzt sind wir in der Lage, CloudFront mit AWS KMS-7Key verschlüsselten S3-Buckets zu verwenden. Mit dem zusätzlichen Signer-Service können wir vermeiden, dass Applikationen mit dem Signing Private Key in Kontakt kommen. Damit sind wir an das Ende des Videos gelangt. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und gebe zurück an meinen sehr geschätzten Kollegen David Obando. Vielen Dank, Mike, für diese spannende Demo. Sehr gerne unterstützen wir bei der Planung, bei der Implementierung und beim Einsatz von AWS Services. Darüber hinaus bieten wir, wie eben gezeigt, auch maßgeschneiderte und individuelle Lösungen an. Wir helfen unseren Kunden auf dem Weg in eine digitale und sichere Zukunft. #for a secure digital future.